Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück. Ja, heute zu einem ganz besonderen Video, und zwar geht es um Cloudways. Ich wurde von Cloudways angeschrieben, das heißt, dieses Video ist tatsächlich auch sponsored, und ich war ein bisschen zögerlich, denn ja, naja, es ist schwierig, da einfach zu sagen, hey, jemand ist gut oder hey, jemand ist schlecht. Aber ich habe mich tatsächlich mal drauf eingelassen, habe das Ganze mal getestet, und ich muss sagen, ich war tatsächlich sogar überzeugt davon. Das heißt, es ist jetzt tatsächlich auch zu einem Video gekommen, und ja, kurz zu Cloudways. Cloudways ist, anders als ich dachte, eine Managed Cloud Hosting Plattform. Das bedeutet nicht, dass sie ein ganz gewöhnlicher klassischer Hoster sind, der euch V-Server zur Verfügung stellt, sondern im Endeffekt ist Cloudways eher dazu da, um euch den Zugang zu Cloud-Hosting-Plattformen einfacher zu gestalten. Das bedeutet sowas wie Google Cloud-Plattform oder AWS von Amazon. Solche Dinge sollen mit Cloudways wirklich einfach gemacht werden, und das, muss ich sagen, haben sie echt gut hingekriegt. Das Ganze ist zudem noch managed, das heißt, im Idealfall müsst ihr euren Server nicht einmal betreten oder quasi nicht betreten, außer um die Daten zu übertragen, weil ihr alles auch von außen einstellen könnt. Und das ist super bequem. Ich habe mich tatsächlich auch mal eine Weile mit AWS befasst, und es ist nicht ganz so einfach, da einen Fuß zu fassen. Es geht natürlich, es dauert aber ein bisschen länger, und ich glaube, hiermit ist es schon angenehmer. Und ja, deswegen will ich euch das einfach mal vorstellen. Es ist natürlich nicht kostenfrei, logischerweise. Es kostet auch was, wenn man das Ganze managed haben möchte, was man bei Cloudways dann eben mitbezahlt, logischerweise. Aber ja, wir schauen uns das Ganze einfach mal an, und soweit ich weiß, könnt ihr auch eine gewisse Zeit lang alles kostenlos ausprobieren. Sprich, da könnt ihr dann einfach mal probieren. Das Ding ist halt, ihr seid damit super flexibel, wie wir auch gleich sehen werden. Okay, also was wir machen ist zunächst einmal, wir klicken hier auf Start Free. Oder Start Free vielleicht. Und dann können wir uns anmelden. Und ja, ich versuche noch einen Promocode für euch rauszubekommen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Und genau, ihr könnt euch quasi normal mit E-Mail anmelden. Aber ihr könnt euch natürlich auch mit LinkedIn, GitHub oder Google anmelden. Und genau das ist im Endeffekt das, was ich auch gemacht habe. Anschließend kann man sich einloggen, und dann bekommt man das hier zu sehen. Das ist die Startseite im Endeffekt, wo ihr auswählen könnt, was ihr genau machen wollt. Ihr wollt also eine Applikation hosten, und ja, ich nehme mal an, da die meisten von euch tatsächlich auch coden können, vielleicht aber sich nicht so gut mit Servern auskennen, wer weiß, gibt es hier verschiedene Sachen zur Auswahl. Also ihr könnt natürlich auch einfach WordPress nehmen, ihr könnt auch WordPress mit WooCommerce verwenden. Und ihr könnt auch einfach, ja genau, also quasi keine Optimierung verwenden, das sind die Optionen, die ihr habt. Ihr könnt aber auch PHP oder Laravel benutzen. Ihr könnt auch mit Magenta wieder was hosten. Ihr könnt Drupal nehmen, ihr könnt OpenCart nehmen. Also im Endeffekt ist so ziemlich jede oder die größten gängigen Shops und die größten gängigen CMS, also Content Management Service Programme, gibt es. Wir wollen jetzt allerdings hier eine Custom App erstellen, denn da muss man ein kleines bisschen was mehr beachten. Da muss man natürlich auch noch die App irgendwie übertragen, was man hier natürlich mit WordPress oder WooCommerce oder sowas nicht machen muss. Da ist ja quasi schon alles auf dem Server, und bei PHP muss man das natürlich hier auch noch irgendwie übertragen. Deswegen, ich möchte euch die lange Version zeigen und vorstellen, damit ihr auch wisst, wie ihr damit umgehen könnt. So, anschließend können wir hier einen Namen für unsere App verwenden. Das nenne ich jetzt einfach mal Tutorial App und dann Tutorial Server, weil wir noch keinen Server haben. Das heißt, wir brauchen erstens einen neuen Server und zweitens natürlich die App oder eine von vielen Apps, die auf diesem Server läuft. Wir können mehrere Apps auf einem Server laufen lassen, wir können aber auch einfach mehrere Server verwenden, wie wir das eben wollen. So, anschließend müsst ihr wahrscheinlich hier noch ein Projekt auswählen. Ich habe das Ganze jetzt einfach mal ausprobiert. Und ja, logischerweise habe ich schon 2 Projekte dann angelegt, die ich dann einfach mal zum Testen sozusagen anlegen durfte, was auch sehr nett ist, dass ich das einfach so machen konnte. Da geht nochmal mein Dank an natürlich Cloudways raus. So, und anschließend können wir hier auswählen, bei wem wir das Ganze hosten wollen. Das heißt DigitalOcean, Linode, Vultr, AWS, Amazon und Google Cloud Plattform. Ich glaube, AWS und Google Cloud sind für euch erst nach 3 Tagen verfügbar, beziehungsweise wenn ihr dann auch wirklich eine Zahlungsart hinterlegt habt. Aber die anderen 3 könnt ihr auch wirklich kostenlos ausprobieren, soweit ich das weiß. Und im Endeffekt unterscheiden die sich nicht. Das ist das Tolle daran. Ihr könnt quasi auswählen, was ihr haben wollt. Es sieht nur ein kleines bisschen anders beim Erstellen aus, weil die andere Optionen haben. Also hier könnt ihr zum Beispiel sagen, okay, ich hätte ganz gerne meinen Server auf 2 GB RAM. Und dann hätte ich ihn hier gerne auf 1 GB RAM oder wie auch immer ich das gerne hätte. Ich kann auch 192 GB RAM nehmen mit 3840 GB SSD. Und bei AWS und Google habt ihr halt noch ein bisschen mehr Auswahlmöglichkeiten.
Also ihr könnt eben auch einstellen, wie groß euer Server ist, also wie viel CPU und wie viel RAM das Ding haben soll. Hier könnt ihr sogar bis hin zu 72 CPU-Kernen und 144 GB RAM gehen. Ist natürlich dann relativ teuer. Sorry, das war die Plattform, die gerade hier gebluppt hat. Ist natürlich relativ teuer, kostet 3,40 € in der Stunde. Also das ist stündlich hier, ne? Achtung, und das hier ist der monatliche Preis. Das ist schon sackteuer, aber das ist normal bei AWS. Und ja, das Tolle ist halt, man kann eben hochskalieren oder runterskalieren. Also wenn ich wirklich mal Bedarf habe nach so einer Rechenmaschine, dann kann ich das mal machen. Ansonsten kann ich aber auch einfach dann dynamisch sagen, hey, mein Server ist jetzt auf einmal small und dann kommen wieder 1 Milliarde Kunden, dann kann ich wieder sagen, bam, hoch damit. Also das kann ich nachher noch einfach so anpassen, was wirklich sehr angenehm ist. Also so kostet es halt 5 Cent die Stunde, was dann monatlich eben $36 sind. Das ist viel, aber wie gesagt, es ist voll managed und es ist schon eben Cloud-Hosting, eben für diese Flexibilität, dass ich einfach meinen Server zur Laufzeit einstellen kann, muss man das natürlich alles so ein bisschen mitbezahlen. So, jetzt kann ich hier natürlich noch weitergehen und kann hier meine Web-Files, also wie viel Gigabyte Speicherplatz ich brauche, kann ich einrichten, wie viel Bandbreite ich brauche, kann ich einrichten, wie viel Datenbankspeicher ich brauche, kann ich einrichten und meine Location. Ich werde jetzt einfach mal spaßeshalber zu Google Cloud gehen, weil ich da irgendwie mal hin wollte. Und dann gehen wir mal hier auf eine Region. So, wichtig für euch ist jetzt, dass ihr hier die richtige Region auswählt für eure Zielgruppe. Das bedeutet, wir wollen natürlich nicht nach Tokio gehen, weil wahrscheinlich die wenigsten der Leute, die mich gucken, irgendwie in Tokio sind. Aber da, wo eben die meisten Leute auf eure Website zugreifen, da solltet ihr euren Server stationiert haben. Das heißt, Deutschland in unserem Fall, oder in meinem Fall vor allem, das heißt, der Server sollte vielleicht in Frankfurt stehen. Wundervoll. Ja, und jetzt kann ich das Ding einfach schon starten. Also die App wird dann auch gleich mit deployed. Ich kann im Nachhinein auch noch mehrere weitere Apps drauf packen. So, jetzt klicke ich hier auf Launch Now und dann wird der Server hinzugefügt und ich werde direkt hier reingepackt. Und jetzt kann ich natürlich, wenn ich euch einlade, noch $20 Free Credits verwenden. Und es dauert 7 Minuten, bis der Server da ist. 7 Minuten, also das wird mir hier angezeigt und es dauert jetzt halt ganz kurz, bis das verfügbar ist für mich und dann kann ich euch das komplett weiter zeigen. Okay, bis gleich. Na gut, da sind wir wieder. So sieht das also aus, wenn wir fertig sind. So, und jetzt läuft der Server eigentlich schon. Das ist halt das Geile daran. Okay, wir klicken hier einmal ganz kurz drauf, dann sehen wir alles, was wir wissen wollen. Und zwar sehen wir hier erstmal meine Public IP-Adresse. Ja, das ist im Endeffekt, damit kann ich drauf zugreifen. Wir sehen aber auch hier noch ganz viele andere Dinge. Da möchte ich gleich nachher was mit euch machen. Dann brauchen wir eigentlich random.org gar nicht mehr. Fällt mir gerade so auf. Das habe ich das letzte Mal gebraucht. Dann können wir hier mal ganz kurz auf diese www-App gehen hier und dann die Tutorial-App aufmachen. Dann landen wir hier. Das ist jetzt im Endeffekt die Applikation auf dem Server drauf. Also das davor war quasi da, wo ich den Server verändern kann oder mir angucken kann. Hier kann ich mir jetzt die Applikation angucken. Und ja, wir sehen hier, okay, ich habe hier die Möglichkeit, alles Mögliche damit zu machen. Ich kann aber auch einfach direkt sagen, ich möchte auf meine Datenbank zugreifen oder auf meine Applikation. Und ich mache das jetzt mal kurz in einem neuen Tab auf. Wir sehen hier, okay, das ist eine PHP-Applikation. Das ist im Endeffekt unser Server. Da ist halt schon was drauf. Ist mehr oder weniger Werbung für Cloudways. Das wollen wir natürlich nicht so stehen lassen. Wir wollen unsere eigene Applikation da drauf laufen lassen. Dazu möchte ich noch ganz kurz hier fertig euch zeigen, was man alles machen kann. Und zwar Folgendes: Wir können hier erstmal unsere Credentials eingeben. Ja, das ist im Endeffekt hier für SFTP, also Datentransfer und SSH. Das heißt, damit können wir dann auch wirklich auf die Applikation drauf zugreifen, also uns quasi einloggen. Da ist aktuell kein User angelegt, das heißt, niemand kann da aktuell drauf zugreifen. Wir können uns da einfach einen User anlegen und nachher da Daten übertragen. Das werden wir auch tun. Dann haben wir hier Zugriff auf die Datenbank. Wenn wir eben wollen, können wir auch den Datenbankmanager laufen lassen. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, verschiedene Dinge in der Datenbank zu ändern. Also wir können eine Datenbank ändern, wir können das Datenbankschema anpassen, wir können Rechte anpassen, Tabellen erstellen, Views erstellen, alles mögliche im Endeffekt, sogar Prozeduren, Funktionen oder Ereignisse können wir erstellen. Alles eben hier, ohne dass wir uns wirklich bei der Datenbank irgendwie einloggen müssten. Das ist sehr, sehr angenehm, muss ich sagen.
Genau, und ja, dann können wir hier auch eben Sachen sehen wie Disk Usage, das heißt, wir sehen, wie viel tatsächlich von der Disk belegt ist durch die Applikation. Achtung, das ist nicht das, was auf dem Server läuft, sondern nur das, was die Applikation belegt. Ja, im Endeffekt haben wir hier keine wirklichen Daten, die irgendwas einnehmen. Genau. Dann haben wir hier Domain Management. Hier können wir unsere Domain eingeben. Also wenn ich jetzt hier the-morpheus.de eingeben würde, dann könnte ich hier meine Domain quasi drauflegen. Und dann würde eben das hier ersetzt werden durch the-morpheus.de. Das heißt, ich könnte quasi sagen, okay, das ist jetzt meine neue Webseite. Was ich natürlich nicht machen möchte. Aber ja, gut. Dann haben wir hier Cronjob Management. Da könnt ihr quasi Cronjobs anlegen. Das heißt, Aufgaben, die regelmäßig ausgeführt werden, ohne dass ihr euch irgendwie auf dem Server anmelden müsst. Also im Endeffekt alles quasi für euch erledigt. Dann haben wir hier ein SSL-Zertifikat, was wir verwenden können. Ganz kurz zur Anmerkung. Hier liegt aktuell kein SSL-Zertifikat drauf. Das liegt daran, dass wir hier natürlich noch keine Domain richtig eingetragen haben und nichts. Das können wir aber durchaus machen, indem wir hier einfach sagen, okay, wir hätten ganz gerne ein Zertifikat und dann können wir hier sagen, okay, meine E-Mail-Adresse ist das, meine Domain ist das hier, die beiden Sachen eintragen und sagen, ich hätte gerne ein Zertifikat. Fertig. Also hier oben wieder zum Beispiel sagen, keine Ahnung, kontakt at the-morpheus.de und für meine Domain the-morpheus.de und schon kann ich mein Zertifikat darauf ausrichten. Ich kann auch sogar hier eine Wildcard einrichten, was wir aber in dem Fall nicht brauchen. Sehr geil. Also, weiter geht's. Wir können restoren, das heißt, wir können hier sagen, hey, ich möchte ganz gerne meine Daten wiederherstellen. Ich kann das Ganze auch über Git deployen, das heißt, ich kann quasi sagen, ich möchte mich bei Git authentifizieren und jedes Mal, wenn ich bei Git irgendwas pushe auf meinen Master Branch, dann soll automatisch meine App aktualisiert werden. Das kann man natürlich alles auch auf einem normalen, in Anführungsstrichen, normalen V-Server einrichten. Es dauert nur wirklich, wirklich lange und ist nicht ganz angenehm. Genau. Und dann im Endeffekt hier noch ein paar App-Settings. Wenn ich das möchte, kann ich im Endeffekt meine ganzen PHP-Settings verändern, so wie ich das eben haben möchte. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel alles einstellen. Ich kann meinen Webroot-Ordner einstellen. Ich kann PHP an sich editieren. Also hier tatsächlich die Konfigurationsdatei von PHP kann ich verändern. Und eben zum Beispiel die Zeitzone hier ändern, wenn ich das möchte. Oder, ja, keine Ahnung, eben die anderen Dinge hier, die es gibt. Und wenn ihr habt, könnt ihr sogar hier noch ein Content Delivery Network angeben, mit dem ihr dann quasi alles, beziehungsweise wir können hier unsere URL eingeben für unser, ja, im Endeffekt Netz und dann wird das Ganze über ein Content Delivery Network hart verbessert, also quasi verschnellert. Das heißt, ab da liegt dann eben das Zeug so nah wie möglich an euren Kunden dran. Das heißt, es ist quasi direkt vor Ort überall. Und ihr müsst dann natürlich auch dafür extra bezahlen, das steht hier unten. Aber die Übertragungsrate ist halt deutlich schneller, weil eben der Ping geht halt quasi auf 0 runter und das Ganze wird halt so viel schneller werden. Okay, also das ist quasi das CDN. Gut, nochmal ganz kurz zu den Server-Settings, könnt ihr auch nochmal kurz reingucken. Hier könnt ihr euch direkt beim Server einloggen, das heißt, ihr habt hier direkten SFTP und SSH-Zugriff. Achtung, das ist nicht die App, sondern der Server generell. Das heißt, das ist der Master sozusagen. Dann habt ihr hier Monitoring, was auch sehr angenehm ist. Ihr könnt hier sehen, wie viel RAM ausgelastet ist, wie viel CPU ausgelastet ist. Ihr könnt hier sogar noch ein paar Details angucken, was relativ interessant ist. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier Free Disk aufmache, gut, okay, da ist nichts passiert, weil der Server eben noch keine Stunde überhaupt da ist. Genau, solche Sachen könnt ihr ja alle eben euch angucken und ja, im Endeffekt relativ spannend, wie das Ganze hier sich so verhält. Und ihr seht dann natürlich auch immer, wie viel noch frei ist, das heißt, ob ihr euren Server upgraden solltet oder nicht. Ihr könnt hier die Services angucken, die gerade im Hintergrund laufen, also Apache, MySQL, Nginx, PHP und so weiter und so fort, läuft hier alles. Dann habt ihr hier natürlich noch ein paar Settings, hier, wo ihr auch alles einstellen könnt. Also ihr müsst wirklich nicht auf den Server drauf zugreifen, um irgendwas einzustellen. Ihr habt quasi von hier aus den vollen Zugriff. Ihr könnt auch tatsächlich, wenn ihr das wollt, IPs whitelisten. Das heißt, nur diese IPs können sich über SSH auf euren Server einloggen. Und da könnt ihr natürlich von hier aus, also quasi von diesem Dashboard, könnt ihr sagen, okay, es darf sich jetzt nur meine aktuelle IP einloggen und das war's dann eigentlich auch schon. Sehr angenehm.
Und ja, dann könnt ihr hier eben auch noch Vertical Scaling machen. Das heißt, ihr könnt direkt beim Server sagen, hey, mir reicht das jetzt gerade nicht mehr. Wenn ihr zum Beispiel beim Monitoring seht, okay, ist jetzt gerade hart ausgelastet. Mir reicht das nicht. Ich gehe hoch und zwar auf das Ding hier und sage dann einfach Scale Now. Ich mache das jetzt hier mal einfach zur Demonstration. Oder vielleicht machen wir es auch einfach mit der Disk Size. Ich gehe einfach ein kleines bisschen hoch auf 36 GB, weil ich das jetzt gerade hinkriege. So, und dann klicken wir hier auf Scale Now und schon wird das Ganze gescaled. Und das ist auch wirklich alles, was dann passiert. Also eure App läuft weiterhin, beziehungsweise läuft direkt danach. Und wir skalieren das Ding jetzt in 8 Minuten hoch. Ihr könnt auch dieselbe App natürlich auf mehreren Servern deployen. Das heißt, das ist auch kein Problem und das ist natürlich schon ein gewisser Komfort, den man hier hat, aber man zahlt natürlich auch für diesen Komfort. Also ich weiß nicht, für wen von euch das wirklich interessant ist. Ich denke aber, dass es durchaus Leute gibt, die sagen, hey, ich zahle lieber ein bisschen mehr, dafür ist es auch wirklich funktionsfähig und ich kann das easy machen. Okay, wir warten jetzt ganz kurz, bis diese 5 Minuten hier noch um sind. Und dann geht es kurz weiter, wo ich euch zeige, wie ihr auch wirklich dann eine App hier drauf bekommt. Das machen wir nämlich über SFTP. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Relativ easy gewesen. Ich habe wirklich nur gewartet und nebenher habe ich mir dann mal hier FileZilla aufgemacht, aber das machen wir gleich. So, wir gehen hier nochmal auf die Applications und zwar auf die Tutorial-App, denn ich möchte ganz gerne hier was übertragen und zwar möchte ich Daten haben. Also wie gesagt, das ist nicht die Datei, die ich haben möchte. Ich möchte lieber meine eigene haben. Deswegen sage ich jetzt hier einfach mal Morpheus, ja, only characters, Morpheus und Passwort, ein vorgeschlagenes, starkes Passwort verwenden, das brauche ich natürlich hier in meinem Zwischenspeicher bitte. Da wir den User eh gleich wieder löschen, ist das absolut nicht schlimm. Wir erstellen im Endeffekt den User und dann hat sich das eigentlich auch schon wieder. Das heißt, wir übertragen jetzt Daten und, oh, wow, what? Nee, das brauchen wir dann doch nicht, danke. Genau, wir können hier sogar mit SSH-Keys arbeiten, wenn wir das wollen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt diesen User hier nur erstellt, damit ich ganz kurz Daten übertragen kann und anschließend bin ich wieder raus. Das heißt, ich lösche diesen User auch einfach direkt wieder, der für diese Anwendung hier zuständig ist. Okay, wir wechseln mal auf FileZilla. Nun, FileZilla, das sagt vielleicht dem einen oder anderen von euch etwas. Und zwar ist das eine Anwendung eben zum Dateien übertragen. Also FTP, SFTP, solche Dinge. Das ist wunderbar möglich damit. Und ja, das wird dann auch das sein, was ihr verwendet. Das Programm ist absolut kostenlos erhältlich und ich habe dazu auch schon ein Tutorial gemacht. Das heißt, schaut da einfach in der Playlist zum Server einrichten nach und dort findet ihr eigentlich alles, was ihr braucht. Was wir jetzt hier machen, ist, wir legen natürlich einen neuen Server an. Den nennen wir mal Cloudways. Und sagen, wir wollen über SFTP, nicht FTP, SFTP ist das, was wir brauchen. Das ist mein Benutzerpasswort. Mein Benutzer ist Morpheus. Der Server, jetzt müssen wir ganz kurz nochmal gucken. Hier ist meine IP, die wir auch direkt einfach kopieren können. So, bei FileZilla reinpacken. Und der Port ist der Standardport. Das heißt, wir klicken hier auf Verbinden. So, wir wollen diesem Server vertrauen, das heißt, wir sagen okay. Und jetzt sind wir schon drin, jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Jetzt sehen wir hier einige Verzeichnisse, die für uns relevant sind, und zwar vor allem dieses Public HTML. Dieses index.php, das ist die Datei, die allen angezeigt wird, wenn sie auf die Webseite gehen. Das heißt, das ist die Datei, die ihr, oder ja, im Endeffekt, das ist das Skript hier, was ihr hier seht. Index.php ist immer genau das, was man als Startseite hat. Und ich habe da mal eine Kleinigkeit vorbereitet, also nicht wirklich irgendwas Spezielles. Wir haben im Endeffekt nur ein kleines PHP-Skript hier, das ich da reinpacken möchte und natürlich diese Datei überschreiben möchte. Die Zieldatei hat irgendwie 36 Megabyte, meine Datei hat 20 Byte, aber hey. Und wir überschreiben. Wundervoll. Und die habe ich vor ein paar Tagen generiert, vor 2 Tagen schon. Wow, ist das schon so lange her? Okay, genau. Und dann gehen wir hier rauf und aktualisieren einfach mal und wir sehen, dass wir jetzt eine PHP-Info-Datei haben. Das ist im Endeffekt das, was ich da reingeschrieben habe. Also wir können uns das mal ganz kurz angucken. Ich habe diese Datei so erstellt, dass sie im Endeffekt wirklich nur ein PHP-Info ausgibt und das ist für uns relevante Informationen im Endeffekt. Ja, wir gucken uns das mal ganz kurz an. Wir sehen hier, es läuft ein Linux darauf, es ist ein Debian,
es ist Fast CGI, ja, eigentlich können wir hier alle Informationen auslesen, die wir haben wollen, so dass wir auch wissen, was da eigentlich im Hintergrund passiert. Und ich muss sagen, eigentlich ganz cool soweit, also es war wirklich ein easy Vorgang, muss ich sagen, von dem her, ja, wer das bezahlen möchte, damit er diesen Komfort hat, weil er vielleicht nicht weiß, wie viele Kunden er jetzt in den nächsten 5 Minuten hat und dann relativ schnell skalieren muss, dem kann ich das hier durchaus empfehlen. Wie gesagt, ich lösche jetzt den User hier mal nochmal wieder. Okay. Und genau, wer das braucht, dem kann ich das durchaus empfehlen. Vielleicht mache ich noch weitere Videos dazu. Das kommt natürlich darauf an, wie das Ganze bei euch ankommt. Und ja, gebt mir gerne Feedback. Sagt vielleicht auch selber mal eure Meinung dazu, wenn ihr es mal austesten wollt. Soweit ich weiß, kann man hier eine Weile kostenlos testen. Und ja, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.